3 Rennen. In keinem war ich langsam. Ich war sogar so schnell wie noch nie. 2 Rennen, 36 Stunden auf Spa als Team. Kosten mich insgesamt 21 iRating. Und ein einziges Sprintrennen, sauber durch, 0 Incidents, kostet mich 112. 5-mal so viel. Und das für sauberste Rennen von den 3. Heute rechnen wir ab, warum du iRating verlierst, obwohl du vielleicht besser fährst als je zuvor. Und warum das fast nie am Lenkrad passiert. Stand heute knapp 4,3k iRating. Das Ziel bleibt aber 7000. Und eine Sache vorweg, vergiss für 5 Minuten die Incident-Punkte. In iRacing sind das Safety Rating und das iRating 2 voneinander getrennte Systeme. Also chronologisch von vorn. Das SOF ist niedriger als mein iRating. Und ich stehe auf Startplatz 8. Der Plan ist also nichts riskieren, sauber durchkommen. Ich will eigentlich einfach nur den neuen BMW testen. Ich stehe also am Grid und mein Kopf macht eine falsche Annahme. Du startest jetzt mit Doppelkupplungssystem. Die Ampel springt auf Rot, ich ziehe beide Wippen, leg den ersten Gang ein und gebe Vollgas. Und ja, das Auto rollt einfach los. Frühstart und Durchfahrtsstrafe. Perfekt für so ein kurzes Rennen mit mehr als der Hälfte unter deinem iRating. Es gibt aber keine Ausrede. Ich habe den Start kein einziges Mal trainiert, bin nur ein paar Runden vorher am Practice-Server gefahren und that's it. Mein Fehler. Ja, ich fahre dann 2 Runden vorne mit und gehe an die Box. Und in der Box habe ich noch einen Bug mit einem Pit-Speed-Limiter. Aber in dem Moment krieche ich durch die Box, das Feld zieht natürlich vorbei und ich kriege dann noch eine 30 Sekunden Stop-and-Go-Strafe obendrauf. Tja, das ist Platz 12, keine Inzidenz und minus 112 iRating. Das tut richtig weh. Für einen dummen Fehler, einen Handgriff am Start. Und jetzt kommt der Teil, der eigentlich so gar keinen Sinn ergibt. 36 Stunden Chaos kosten zusammen nur ein Fünftel davon. Wie geht das denn? Rennen Nummer 2, die 24 Stunden von Spa im Porsche GT3. Ja, und das Rennen hat seine eigene Special Event BOP. Damit war der Porsche ein starkes Auto, also an dem lag es wirklich nicht. Das Feld war schwach, wir waren irgendwo bei einem SOF von 2300 iRating oder so. Also deutlich unter meinem iRating und genau das hat sich halt auch so abgezeichnet. Ich bin die schnellste Runde im Team gefahren, bin die meisten Stints gefahren und war gut eine Sekunde schneller als die Teamkollegen. Die Pace war also mehr als dafür das Feld. Und dann bricht das Rennen weg. Aber nicht am Lenkrad. Disconnect. Also wirklich kein Verschulden, aber irgendwas geht kaputt. Das ist aber nichts am Auto, sondern wirklich im Kopf. Und der Kopf unter Druck ist der Teil in Endurance, den fast keiner trainiert. Ich habe mich dann um 6 in der Früh nochmal ins Auto gesetzt, obwohl mein Stint erst um 9 wäre. Einfach aus Prinzip. Das Debütrennen für ein neues Team und dann noch Spa 24 Stunden mit noch circa 8 Stunden auf der Uhr. Das gibt man einfach nicht auf. Also ich setze mich rein und der Regen kommt näher. Ich pokere und bleibe eine Runde zu lang auf den Slicks. Mich dreht's ohne Schaden, ich komme an die Box und gehe auf die Regenreifen. Und nachdem ich mich an den Regen und den neuen Reifen gewöhnt habe, pushe ich im Blanchiment zu viel, kriege einen leichten Snap am Entry, korrigiere und untersteuere geradeaus in den Reifenstapel. Kein Schlaf, keine Vorbereitung und ablösen wollte mich auch keiner, als ich vor meinem Stint noch in die Discord-Gruppe geschrieben habe, dass wir weitermachen. Ja, Platz 34 von 60. Minus 10 iRating. Ich war einer der schnellsten auf der Strecke und habe trotzdem verloren. Rennen 3. Eine Woche später. Preventix 12 Stunden Spa. Multiclass. Und diesmal war die BOP nicht mit uns. Also waren wir auch der einzige Porsche im GT3-Feld. Diesmal sogar Topsplit. Also starkes Feld und das SOF ist deutlich höher als mein iRating. Runde 1. In der Busstop dreht mich ein Mustang. Dann fährt mir noch ein anderer in die Vorderachse. Beides nicht mein Fehler. Ich habe genug Platz gelassen. Und dann stand ich auch auf der Bremse. Ich kämpfe mich mit schiefem Lenkrad und Aero-Schäden zurück auf die Strecke und muss dann sogar ein paar Cup-Porsche vorbeilassen, weil die schneller waren. Und dann verliere ich im Blanchiment das Heck. Obwohl ich die Traktionskontrolle extra 4 Stufen höher gestellt habe und nicht mal 100% am Gas war. Also ich war wirklich vorsichtig. Ja, das Auto und die kalten Reifen haben es trotzdem nicht hergegeben. Und dann nach dem ganzen Mist und einer kleinen Reparatur 1,2 Runden hinter Platz 1. Aber in 12 Stunden ist das nichts. Da ist noch
alles offen. Und dann passiert genau das gleiche wie die Woche davor. Ein unsafe Rejoin von einem anderen Team. Der Teamkollege verliert danach leider die Nerven und das löst leider eine Kettenreaktion aus. Das Rennen gelaufen. Letztendlich Platz 20 und minus 11 I-Rating. Also wir haben 3 Rennen. Im Sauberen haben wir minus 112 I-Rating bekommen, in den 36 Stunden Chaos nur minus 21. Weil I-Rating nicht misst, wie du fährst, sondern wo du ankommst. Gemessen an dem, was das Feld von dir erwartet. Im M2 war ich alleine im Auto und das SOF deutlich niedriger. Die Erwartung war also, dass ich mindestens in den Top 3 lande. Das Ergebnis 12. von 12. Minus 112 I-Rating. 12 Stunden Craventics vom Spa, stärkeres Feld, sogar Topsplit. Ja, im Team-Event rechnet das System mit allen Fahrern, die im Auto gesessen sind. Nicht nur mit mir allein. Schwächere Kollegen, die Erwartung sinkt. Und dann wird noch über die gefahrenen Runden gewichtet. Genau das hat mein Minus abgefedert. Und die unbequeme Wahrheit, dein I-Rating ist am meisten in Gefahr, wenn du alleine am Steuer sitzt und der Favorit bist. Im M2 am Grid mit einer Annahme, die ich nie getestet habe. In Spa im Kopf als Team um 3 Uhr in der Früh. Da haben Ärger und Müdigkeit übernommen. Also die Inputs und die Fahrtechnik waren nie die Root Cause. Und damit dir das nicht auch passiert, kannst du 2 Sachen draus mitnehmen. Erstens, jede Prozedur, die du im Rennen brauchst, testest du vorher einmal. Das kostet 3 Minuten. Den Start, den Limiter, die Boxen Ein- und Ausfahrt und alles, was dir sonst noch einfällt. Ja, die 3 Minuten hätten mir 112 I-Rating gespart. Und zweitens, ja, der Kopf ist die Endurance-Fähigkeit, die fast keiner trainiert. Richter, deiner oder der deiner Kollegen ist das Rennen vorbei. Und bist du die Person, der das passiert, dann brauchst du dich nicht schämen. Das ist voll in Ordnung und menschlich. Aber sprich's aus, dann kannst du es auch trainieren. Der Weg zu den 7000 I-Rating wird hart. Und fehlerfrei fahren alleine reicht nicht. Und je höher du kommst, desto schlimmer die Folgen einer falschen Entscheidung. Was war dein größter I-Rating-Verlust auf einen Schlag? Und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Schreib's unten in die Kommentare. Bis dahin, sauber bleiben, ankommen und wir sehen uns wie immer auf der Strecke.